guys well? Geht's euch allen gut? Good. Super. How was your night's sleep last night? Wie habt ihr denn letzte Nacht geschlafen? Yes. Awesome. Yes. And hey, what did you think of the band last night? Und was haltet ihr denn überhaupt von unserer Band? Okay. Guys, we want to start this morning. We know it's the second last day. Everybody's probably a bit tired Und wir wissen, heute sind wahrscheinlich alle ein bisschen müde. Wir haben noch 2 Tage vor uns. because we know that even though you guys are in the most luxurious accommodation you have ever been in, Und auch wenn ihr euch in der luxuriösesten Umgebung befindet, in der ihr jemals gewesen seid, it can still make you a little tired to be away from home for this long. kann es doch ein bisschen ermüdend sein, so lange von zu Hause weg zu sein. So we're going to worship and we're going to stand to our feet Wir werden aufstehen, wir werden anbeten and we're going to pray. und wir werden beten. I'm going to pray this morning. Are you? Yes. So don't try to interrupt me when I pray. Kommen wir nicht dazwischen. It's my turn. Jetzt bin ich dran. Jesus, we start today by saying how much we love you. Jesus, wir wollen diesen Morgen damit beginnen, dir zu sagen, wie sehr wir dich lieben. Thank you for all you've done for us. Danke für all das, was du für uns getan hast. Thank you for how we saw you so amazing at work yesterday. Danke, dass wir dich so unglaublich am Werk haben sehen And gestern. we declare today, this is the day the Lord has made. Und heute wollen wir ausrufen, dass dies der Tag ist, den der Herr gemacht hat. This is your day. You have made it. You have planned it. Es ist dein Tag, du hast ihn gemacht, du hast ihn geplant. And so we are going to rejoice and be glad. Und wir wollen fröhlich sein und Freude haben. Amen. Amen. There's this amazing story in the Old Testament. Im Alten Testament. Yeah, you with me? Im Alten Testament gibt es diese Okay. unglaubliche Yeah, Geschichte amazing story in the Old Testament about this guy called Moses. über diesen Typen, der Moses heißt. And the Bible says he was the most humble man on earth. Und die Bibel sagt uns, dass er der demütigste Mensch der Erde war. And he was an amazing man of God. He was a friend of God. Er war ein toller Mann Gottes, er war ein Freund Gottes. But there's this one real intense conversation, a real intense conversation. Aber da gibt es diese eine ganz, ganz intensive Unterhaltung Got to hear this story too. und das müsst ihr hören. It's a good story. Das ist eine gute Geschichte. Okay, right? You have God, Da hast du auf der einen Seite Gott, our God, unseren Gott, who hangs the earth Der- over nothing, der die Erde ins Nichts hängt. okay? And he's talking to Moses, this man of God. Und er geht zu Mose und spricht zu ihm. And they were having this intense conversation. Und sie haben eben diese Unterhaltung. And at one point, Moses says, "Now, show me yourself. Show me your glory." Und irgendwann sagt Mose, jetzt zeige mir deine Herrlichkeit. And God says to his friend Moses, "I can't do that." Und Gott sagt zu seinem Freund Mose, nee, kann ich nicht machen. You see, in that day, to see God's glory would have meant death. No one could see God and live. Zu dieser Zeit hätte es den Tod bedeutet, wenn du Gottes Herrlichkeit gesehen hättest. Niemand konnte Gott sehen und weiterleben. And so there's this real cool scene. I would have loved to have seen how it played out. Und da ist diese unglaublich coole Szene und ich hätte das so gerne live miterlebt. And it was almost like this. God was like, "Well, you can't see my face because you'll die, but I'll let you see my back. I'll let you see a little piece of me." Gott sagte zu Mose, ich kann dich mein Gesicht nicht sehen lassen, dann würdest du sterben, aber du kannst ein kleines bisschen von mir sehen. Ich lasse dich meinen Rücken sehen. And so it says that God hid Moses in a little piece of the mountain, and then God passed by. Und dann heißt es, dass Gott Mose versteckt hat in irgendeinem kleinen Felsspalte und dann ist er vorbeigekommen. How cool is that story? Wie cool ist das denn? Because you see God wanting to show himself to Moses, but then also not wanting Moses to die. Gott wollte, dass Mose ihn sieht, aber er wollte nicht, dass er dabei stirbt. And so Moses got to see a piece of God. Und so konnte Mose ein kleines Stück von Gott sehen. And so what happened with the men and the women, the nation of God, back in the Old Testament? Was ist mit der Nation Gottes, mit den Männern und Frauen des Alten Testamentes passiert? About 1,500 years ago or so. Ungefähr No. 1,500 years before Jesus, which puts us around 3,500 years ago. Okay, ungefähr 3500 Jahre her, 1500 Jahre vor Christus. And there was this huge curtain that would separate God's presence from his people. Es gab immer diesen riesen Vorhang, der Gottes Volk von Gott getrennt hielt.
And it wasn't a little curtain like this. They say it was about 6 inches thick, which means it was more like a wall that separated God's people from seeing the most holy of holies. Und es war nicht so ein Vorhang wie hier, der war noch viel größer. Man redet davon, dass er mehrere Zentimeter dick war, fast schon wie eine Wand. And the way it worked was that only once a year, just one time a year, Und folgendermaßen ist es gelaufen. Einmal im Jahr, just one man, the high priest, nur einmal im Jahr durfte nur eine Person, nämlich der hohe Priester, would be able to go through the curtain and see God into his presence. durch diesen Vorhang durchlaufen und konnte Gott dann sehen, seine Gegenwart erleben. But this is how it worked, right? Und so hat es funktioniert. The high priest would have to wear a bell. Der hohe Priester musste eine Glocke bei sich tragen. Right, let me see. Yeah, you can help me. Can you help me out here? Du hilfst mir jetzt mal. Dude, where are you from? Wo kommst du Oh, hold her? on, Finland. In Finne. You're from Germany, but that's not the German flag. Do you know that? You changed the badge. Ein Is Deutscher, this der sich allowed? als Finne verkleidet Is this hat. allowed to change badges? Darf man das I'm überhaupt? not sure, but don't tell anybody that. Okay? Erzähl You das got me? lieber niemandem Here, weiter. help me out here, right? In this story, you're the high priest, Okay, right? du bist jetzt der hohe Priester. Okay, you look a little bit young to be a high priest. Eigentlich scheinst du noch ein bisschen jung zu sein für einen But that's Hohepriester. okay. Aber es macht ja nichts. Okay, so what we're gonna do is we're gonna hang the bell on you, right? Like Wir this. hängen dir jetzt mal die Glocke On um your badge, okay? And we're gonna put your badge back on because security's watching me right und now. wir müssen deinen Badge weiter And tragen. security have reminded me a few times that you need to wear your badge. Security möchte das. So. Badges are very important, children. Ja, die Badges sind nämlich sehr, Okay. sehr wichtig. So what you do, right? This as the high priest, he would wear a bell, okay? Okay, der Hohepriester also, der trug eine Glocke um sich. And check this out. The bell that was ringing, right, Und diese Glocke, die machte Töne. was not particularly because God liked the sound of bells. Und das war nicht nur deshalb so, weil Gott den Glockenklang liebte. Maybe he does. Vielleicht mag er das, ja. Nor is it because it makes you look cool in any way at all. Und es war auch nicht deshalb, weil das irgendwie cool aussah. Though Überhaupt I, nicht. what? No, it doesn't work. Nee. Okay? The Funktioniert reason nicht. he wore a bell was because the people on the outside of the curtain needed to know if he was still alive. Der Grund, warum dieser Hohepriester eine Glocke um sich trug, war, dass die Menschen außerhalb wissen mussten, ob der überhaupt noch am Leben war. You have to understand this, that our God is so holy Und ihr müsst es verstehen, dass unser Gott so heilig ist and so awesome and so magnificent und so unglaublich und so überwältigend, that just to be in his presence was a fearful thing. dass in seiner Gegenwart zu sein, das war eine Sache, die war gefährlich. People feared for their life. Und Leute hatten Angst um ihr Leben. Our God is a holy God. Unser Gott ist ein heiliger Gott. And so the high priest would wear a bell, and if the bell stopped ringing, then that was a sign to the people on the outside that the high priest was dead. Und aus diesem Grund trugen die Hohepriester eine Glocke. Und wenn diese Glocke nicht mehr läutete, dann And so wussten die Leute, dass der Hohepriester What gestorben they war. do is they'd have a rope on him, right? Und Here. deswegen banden sie ihm noch ein Seil um You den crawl, Fuß. you crawl under there, right? Okay, und deine Aufgabe ist es jetzt, da drunter durchzukrabbeln. Crawl in under there, take your bell and your badge, Krabbel runter, right? alles Okay. mitnehmen And sit down there, sit down there, und right? setz dich hin, okay? Okay, and so what would happen is if the people on the outside heard the bell, right, and then suddenly it stopped, maybe it sounded like the bell was hitting the floor. You know what that sounds like? Und wenn die Leute Okay. also die Glocke gehört haben, dann konnten sie so ein bisschen nachfolgen, wo der Typ hinging. Und wenn die Glocke zum Beispiel den Boden aufgeschlagen hat oder aufgehört hat zu läuten, dann wusste man, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Yeah. Then they'd go, ah, okay, Und die haben dann gedacht, oh oh, high priest is dead. der Hohepriester ist gerade gestorben. And then some of the other people would grab the rope. Und dann hat Right jemand here, von help den me out here. anderen Leuten And we're gonna draußen pull out our das high Seil priest, gezogen right? And we'll pull out, Hat den Typen we'll rausgezogen. pull out our dude from underneath, right? That's how it works. und hat ihn wieder rausgezogen. So hat das funktioniert. Okay. So this was a curtain that no one could see through. It was like a wall. Es war ein Vorhang, durch den niemand durchschauen konnte. Es war wie eine Wand. And I just think how many thousands, how many millions, how many generations of people wanted to see through that wall. Und ich überlege mir, wie viele Generationen, wie viele Tausende von Menschen hätten so gerne durch diese Wand hindurchgeschaut. But never got to. Aber niemals konnten sie das. And so isn't it amazing that we stand here as people
who can go through and see our God. Und wie erstaunlich ist es doch, dass wir heute als Menschen hier stehen können und da durchgehen können und Gott sehen können. This could be the most amazing miracle of all time. Das ist wahrscheinlich das unglaublichste Wunder, was je geschehen It ist. is the most amazing thing. Es ist so, definitiv, That we can go through that. dass wir durch diesen Vorhang durch können. Okay, let's go through it, should we? Should we like get rid of it? Should we walk through? Hour, darkness came all over the land. And about the 9th hour, Jesus cried out in a loud voice, my God, why have you forsaken me? Um 12 Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land. Das dauerte bis um 3 Uhr. Gegen 3 Uhr schrie Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? When some of those standing there heard this, they said, he's calling Elijah. Immediately, one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a stick, and offered it to Jesus. Einige von ihnen, die dabei standen und es hörten, sagten, der ruft nach Elia. Einer lief schnell nach einem Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf eine Stange und wollte Jesus trinken lassen. The rest said, now leave him alone. Let's see if Elijah comes to save him. Aber die anderen riefen, lass das, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. And when Jesus cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. At that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook and the rocks split. The tombs broke open and the bodies of many homeless people, holy people who had died were raised to life. They came out of the tombs, and after Jesus' resurrection, they went into the holy city and appeared to many people. Doch Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten. Die Erde bebte, Felsen spalteten sich und Gräber brachen auf. Viele Toten aus dem Volk Gottes wurden auferweckt und verließen ihre Gräber. Später, als Jesus vom Tode auferweckt worden war, kamen sie in die heilige Stadt und wurden dort von vielen Leuten gesehen. That probably deserves a response. Maybe a round of applause for the Lord. I'm not sure that we can fully comprehend what it must have been like for them. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich begreifen können, was das bedeutet hat für sie. To have lived with such things that they had to do, all these things that they had to sacrifice, get under the curtain, not be in the presence of God. All diese Menschen, die so viele Opfer bringen mussten, die so viele Regeln einhalten mussten, die unter dem Vorhang durch mussten, um in der Gegenwart Gottes zu sein. And suddenly this curtain is ripped and the way to be in the presence of God is wide open. Und plötzlich ist dieser Vorhang weg und der Weg zu Gott und in sein Heiligtum ist offen. And we stand as people who live allowed to not only look through the curtain, but right into the curtain, into the very presence of God. Und uns ist es heute erlaubt, dass wir nicht nur den Vorhang anschauen, sondern durch den Vorhang hindurchschauen, direkt in das Allerheiligste hinein und dass wir Gott sehen können. And every day God is calling us Und jeden Tag ruft Gott uns, to not stay on that side of the curtain, dass wir nicht auf der anderen Seite des Vorhangs bleiben, but to live and breathe and have our very being in His presence. sondern dass wir leben und atmen und seine Gegenwart spüren den ganzen Tag. Let's worship, let's stand together. Lass uns ihn anbeten, lass uns zusammen aufstehen. Let's give him an applause. Let him know he's Okay, there we go. Now he got you. Thank you, Chris. okay. Thank you. Okay, let's try again, okay? Okay, nochmal anfangen hier. Awesome. Okay. This is what's going to happen, okay? Also, Folgendes wird passieren. And first of all, I'd like to apologize that that time of worship even had to end. Also erstmal muss ich sagen, es tut mir leid, dass diese Zeit von Anbetung, die wir gerade hatten, aufhören muss. I think we should have just stayed there all day. Ich glaube, wir hätten einfach da bleiben sollen den ganzen Tag lang. We'll do that tomorrow. Okay, machen wir morgen, okay? Okay, but what we're going to do is we're going to try something that has never been tried at Teenstreet Aber wir werden was tun, was vorher noch nie auf Teenstreet ausprobiert wurde. in the history of all Teenstreets throughout time. In der Geschichte von allen Teenstreets, in der kompletten Zeitgeschichte Okay. der Menschheit. So what we have is we have 4 doors, Also, was wir hier haben, wir haben 4 Türen. and we put numbers on them because we're very organized. Also, wir haben dann Zahlen draufgesetzt, weil wir sehr organisiert And sind. what we're going to do is we're going to get a contestant, and he has to pick one of the doors to bust through. Okay? Also, wir haben hier 4 Türen und wir werden einen Freiwilligen auswählen und er muss eine Tür finden,
auswählen, durch die er dann voller Möhre durchrennt. Now, as you can see, these doors have not been ripped for him. Also, wie du siehst, diese Türen sind noch nicht aufgerissen worden für He ihn. is going to try to rip through these doors himself. Also, er wird versuchen, diese Türen aufzureißen. Okay, now 3 of the doors are fine. 3 of the doors you can just rip right through and keep going. Also, 3 Türen sind echt absolut genial. Kannst du voll durchrennen und weitergehen. Alles He gut. can rip through the doors and keep running, be free, go to lunch, Und do whatever you want to do. renn durch die Türe durch und wunderbar, kannst frei sein, kannst machen, was du willst. Or Super. come back and worship with us. Oder kannst natürlich hier wieder mit reinkommen. But behind one of the doors is several large men with buckets of water. Aber hinter einer Tür stehen eine Menge starker Männer mit einer Menge Eimer von Wasser. So he gets to pick. We're going to make him do this twice because then it's a 50-50 odds that we see him getting wet. Also, er darf wählen, er darf es selbst aussuchen und er darf es auch zweimal machen oder wird es zweimal machen, damit die Chance so 50-50 ist, dass er auch nass wird. Okay, hier haben wir unseren Freiwilligen. That is a train. Okay, da draußen fährt gerade ein Zug vorbei. Okay. Now our contestant is Timroy Linus. Okay, unser Freiwilliger ist Timroy Linus. Linus. Aus der And belgischen Kolonie judging by the Holland. orange, I'd say he's Dutch. Und wenn ich mir die Ohren anschaue, ist er Holländer. Okay. This is what I want you to do. Okay, folgendes will ich, dass du tust. I want you to pick one of those doors and I want you to rip through it like a maniac. Okay, such like dir there's eine worship Tür aus on und the du other läufst side. voller Möhre durch, als ob da Anbetung auf der anderen Seite ist. Okay, which door are you going to go Okay, for? welche Tür willst du auswählen? Two. Okay. Two. Why number Tür 2? Nummer 2. Warum Nummer 2? It's a good number. Okay. eine gute The Zahl. Dutch boy likes number 2. Okay, der Holländer mag here we go. Nummer 2. We have a drum roll. There's Okay. a drum roll from Sammy. Sammy's not there. Sammy? Where's my boy Sammy? Sammy's coming. Sammy's Okay, coming. hold on. Is Sammy coming? Sammy's coming. Okay. Okay, Yes. okay. Okay, I'm a big okay. fan of Sammy. Wait for the drum roll. Okay, I can hear Da you. kommt Okay. On your marks, let's go. Okay. 3, 2, Drei. 1, hit that. und Nice. sehr schön gemacht. Nice. Klasse, souverän, Okay, awesome. hervorragend. Awesome. But Nicht schlecht. there was no water there. Okay, kein Wasser da, Okay, du so hast we're es gonna do geschafft. this again. Also I werden think- wir es noch mal in fact, machen? I think we should do this till he gets wet. Also eigentlich glaube ich, wir sollten das so lange machen, bis er auch wirklich nass Okay, wird. that's just how I feel right Okay, now. so fühle ich mich einfach, so Okay, mache ich es gerne. second door. Good job, Sammy. Edward. I like the way you Sammy. ripped through that. Zweite Sammy, Türe, ey, he's going again. ich mag's gerne, wie du da durchläufst. You ripped through that like a crazy Dutch man. Okay, wie ein durchgeknallter Holländer. Yeah, like a crazy Dutch man busting out of a Hecko house. Okay, ein Holländer, der aus einem holländischen Haus rausläuft. What is it? Come on, crazy house in Dutch. Hecko house. Okay, That's what I said. Hecko ein house. Irrenhaus, ein Heckhaus. So you look like Heckhaus. a crazy man busting through that door. Okay, now, check this out. Guck mal. You could pick door 2 again if you want to. Du könntest dir die Tür Nummer 2 wieder aussuchen, wenn du wolltest. Tell the camera which door Okay, you welche Kamera willst du? Sag der Kamera. He's going for door number 3. Okay. Tür Nummer 3. Let's hope there's water because I'm Lass getting uns hot hoffen, dass out Wasser here. ist, weil hier It's time draußen to go ist schön worship. warm. Es Okay. ist Zeit reinzugehen. 3, 2. Oh, wait for Sammy. Okay, Sammy? Yes. Okay. Go. Number 3. Yes. Ja! That's what I'm talking about. Ja! That's what I'm talking about. Okay, it's hot out here. Okay, es ist warm We're hier going draußen. back inside. Okay, wir gehen wieder rein. Thank you, crazy Dutch man. Danke, durchgeknallter Holländer. Seriously, where do we come up with these things? Okay, manchmal frage ich mich, wie kommen wir auf solche durchgeknallten Sachen? We really have strange heads. Wir haben sehr komische Köpfe. So here's the veil, it's torn. Also hier ist der Vorhang, der ist aufgerissen. It's obvious to us that it's open. Ist doch eindeutig für uns, dass es offen ist, oder? When you came in, you couldn't see through. Also als ihr reingekommen wart, konntet ihr nicht durchgucken. Hopefully you weren't expecting something super exciting on the other side. Ich hoffe, ihr habt nicht irgendwas total Begeisterndes auf der anderen Seite gesehen. It's still just us. Erwartet. Immer nur noch uns. But the veil is torn. Also, der Vorhang gerissen. But you know, when we were thinking about this, we thought, we think that most of the time we live like it's still shut.
Aber weißt du, als wir darüber nachgedacht haben und darüber gesprochen haben, habe ich darüber nachgedacht oder haben wir festgestellt, dass wir so oft noch so leben, als ob dieses Ding immer noch zu ist. We're kind of like, yeah, no, I know it's torn. I read that. Wir sind immer noch, ja, ich weiß, ich hab's gelesen, dass es noch zu ist. Und ich habe das, ja, dass es offen ist. Dass But es you know what? aufgerissen ist. I actually, and I went to Teenstreet and they said, yeah, it's torn and you can be in the presence of God. Ja, und ich weiß, auf Teenstreet haben sie mir gesagt, das ist aufgerissen und kann in der Gegenwart Gottes sein. But actually, I think I'm just gonna stay over here because Aber I don't feel good enough to go through Also there. ich glaube, ich bleibe einfach so auf Hinterseite, weil eigentlich fühle ich mich nicht gut genug, um da durchzugehen. I kind of feel like I've done too many things, even since Teenstreet, Ich fühle mich so, als ob ich zu viele Sachen gemacht habe, sogar seit Teenstreet, to spend any time in the presence of God. die mir es erlauben, irgendwelche Zeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen. Maybe He's disappointed with me and He closed the curtain. Vielleicht ist er ja auch enttäuscht von mir und hat den Vorhang einfach wieder zugemacht. Or here's how else we live. Oder eine andere Art und Weise, wie wir noch leben. We say, okay, well, I learned at Teenstreet and I learned in my youth group and at my church. Okay, ich habe auf Teenstreet gelernt, ich habe in meiner Jugendgruppe gelernt und auch in meiner Gemeinde. And I learned that we're free and we can be in the presence of God. Und ich habe gelernt, dass wir frei sein können und in der Gegenwart Gottes sein können. But God's been showing me different ways that I need to change and how I need to live. Aber Gott hat mir gezeigt, wie ich verschiedene Sachen verändern muss in meinem Leben und wie ich leben sollte. And here's what I'm going to do. Und Folgendes werde ich tun. Hold on. Okay. Can you come? Oh, Komm. it's okay. Keine Angst. Don't worry. Alles No gut. bells. No Keine bells. Angst. Okay. Keine Glocken um deinen Here's Hals. what I'm going to do. I'm gonna live like I have to do those things for God to like me. Also, ich werde so leben, als ob ich diese Dinge tun müsste, damit er mich überhaupt mag. So if I'm really, really, really good and I do the things I know I should, Also, wenn ich so Oh. richtig gut bin und das auch wirklich tue, also richtig gut, was ich machen sollte, then God will like me and I can get. Do you want to crawl under? dann mag mich Gott und dann And I can get under and I kann ich das so ein bisschen da durchkriechen I can crawl down there and I can kind of creep back into His und presence dann kann ich so ein bisschen in seine Gegenwart wieder reinschleichen, because I'm so good weil ich bin ja gut genug and I obey. und ich bin ja gehorsam. Now it's time and I can be in His presence. Jetzt ist es die richtige Zeit, wo ich in seiner Gegenwart sein kann. And let's have you, the guy who made the video. Okay? And then we go, and then we also say to ourselves, Und dann sagen wir auch zu uns selbst, we say to ourselves, oh, you know what, if I get around the right people and, you know, I kind of spend enough time with God, then I can creep. Christi, wenn ich mich umgebe mit den richtigen Leuten, die mir guten Input geben, dann kann ich auch so ein bisschen so reinkrabbeln in die Gegenwart Gottes. And maybe if I've never done anything wrong, let me see. Und If vielleicht habe ich ja noch nie Oh. irgendwas falsch gemacht. they're all saying you've never done also, anything wrong. die sagen gerade, du hast noch nie was falsch gemacht. I'm like super holy. I've never Okay, done anything bad. ich bin eigentlich so super heilig und ich habe noch nie irgendwas And I Schlimmes can gemacht. crawl. Und ich kann da so drunter herkrabbeln And I can do things to make God like me. und ich kann Dinge tun, damit Gott mich endlich mag. It's not true. Das ist falsch. That is a lie from the enemy that he wants you to believe. Das ist eine Lüge des Feindes, die er will, dass du die glaubst. Here's the thing. Also Folgendes. The veil will never close again. Der Vorhang, der wird sich nicht mehr schließen. It won't close. Er wird sich nicht mehr schließen. God cannot love you more or less than he does. Gott kann dich nicht mehr oder weniger lieben, als er es jetzt schon tut. You are invited into the presence of God because of what Jesus did for you, Du bist not ein- because of you. Du bist eingeladen in die Gegenwart Gottes wegen dem, was Jesus für dich getan hat und nicht wegen dem, was du tun kannst. But the enemy wants you to believe that you have to stay over here. I Aber- mean, we can see it's open, but we still crawl in on this side. Aber der Feind, der will, dass du hier bleibst. Und ja, wir sehen zwar, es ist offen, aber vielleicht können wir ja trotzdem irgendwie noch hier reinkrabbeln. And we're kind of like, oh, look at all those really holy people, and they're getting in like this. Und guck really mal, das easy. sind die ganzen heiligen Leute, die alle so normal reingehen können. Oh, but I'm, Aber nah, ich- God nee. doesn't really like me. Gott mag mich ja nicht so ganz. He doesn't rejoice over me with singing. Und er freut sich nicht über mich und fängt an zu singen, wenn er mich sieht. Those truths in the Bible, they're not for me. I have to get in this way. Und die Wahrheit in der Bibel, die gelten mir eigentlich auch nicht so ganz. Und deshalb muss ich hier unten drunter durch. And we end up with some kind of
bruised knees. Und dann haben wir irgendwie so Knie, die wehtun. And then you know what happens? Und dann weißt du, was passiert? By around November, Also ungefähr so November. we're like, nah, it's too hard. Weißt du, es ist eigentlich viel zu schwer. I can't do this. Ich kann das nicht machen. It's too exhausting climbing under. Es ist auch so schwer, da immer drunter herzuklettern. And over here, God's like, I did it. I'm here. Und The hier drüben freedom is steht Gott, here. hallo, ich hab's gemacht. Die Freiheit ist hier. Spend time with me. Verbringe Zeit mit mir. Be in my presence. Komm in meine Gegenwart. You're invited because of me, not because of Du you. bist eingeladen wegen dem, was ich getan habe, wegen mir und nicht wegen dir. My spirit is fully available to you. Mein Geist ist voll zur Verfügung, steht voll zur Verfügung für dich. Heaven is open. Der Himmel ist offen. Over here. Hier. There. Here's what not remaining in Him looks like. Okay, nicht in ihm zu bleiben, sieht folgendermaßen aus. We talked about remaining in Him the other day. Wir haben ja an dem anderen Tag über in ihm bleiben gesprochen. Not remaining in Him looks like this. Okay, nicht in ihm zu bleiben, sieht so aus. Just kind of like, yeah, okay. Ja. Remaining in Him is just being here In ihm zu bleiben heißt hier zu sein. in the presence of God, In der Gegenwart Gottes. in all the fullness of what He offers you, which is heaven on earth. In all dieser Fülle, die er dir anbietet, welches Himmel auf Erden ist. Maybe we should let our Nah, people. we'll just leave them there. Are they just going to No. stay there? Nee, Stay ihr dürft behind euch, the ihr dürft euch setzen. Thank you, Good job, guys. Danke. Hey, we're gonna look at one more story Wir werden from uns noch Jesus' eine life, Geschichte vom Leben Jesu anschauen. and this is during his last 24 hours. Das ist so während seiner letzten 24 Stunden. And just an interesting thought might be, what would you do with your last 24 hours? Also, vielleicht eine interessante Frage. Was würdest du tun in deinen letzten 24 Stunden? But maybe even a more interesting question might be, if you were Jesus who had sacrificed so much, become this Lego man, and came to earth, what would you do with your last Aber 24 hours? vielleicht noch eine interessantere Frage. Wenn du Jesus wärst, wenn du so viel aufgegeben hast, um so ein Lego-Männchen zu werden, um auf diese Erde zu kommen, was würdest du dann tun mit deinen letzten 24 And Stunden? you have your 12 mates, Und du hast deine 12 Kumpel. and remember the plan for these guys. Okay, that der Plan für die war, these mates would continue the work of Jesus, diese Jungs, die sollten die Arbeit von Jesus fortführen. which, by the way, is our job as well. Das ist übrigens auch unsere Aufgabe. So let's look at this way. If Also- Jesus had 24 hours left with us, Lasst uns das uns anschauen. Wenn Jesus 24 Stunden mit uns noch hätte and his plan was that we would continue to fulfill his mission, und sein Plan ist, mit seiner Mission, die er angefangen hat, mit uns fortzuführen, what would he do? was würde er tun? Okay? This is what happened. Also, Folgendes ist We passiert. saw the end of the story, which was amazing. Curtain ripped open, earthquakes, dead people. Wir haben das Ende der Geschichte gesehen. Der Vorhang wurde aufgerissen, Erdbeben, tote Menschen, Dead people walking, tote Menschen, die gehen. darkness covering the land. Die Dunkelheit hat das Land zugedeckt. But if we go back a few hours, what happened a little before that when he was just with his mates? It was kind of like his last time, intimate time with his people. Aber noch ein paar Stunden davor, was war so diese letzte Zeit, wo er nochmal diese intime Zeit hatte mit seinen Leuten? And this is what he did. Und Folgendes hat er gemacht. First of all, Zuallererst, he washed their feet. er hat ihre Füße gewaschen. Nasty. Like even if they had Nike 6.0s or if they had Vans back in those days, it's still nasty. Also auch wenn die Adidas hätten oder Nikes, das ist immer ein bisschen eklig. Did you say 6.0s? Okay. didn't sound like you said- 6.0. There you go. Okay. But back in those days, they often were barefoot or sandals, right? Aber damals waren die barfuß meistens und hatten nur Sandalen an. Okay. So this is what Jesus decided to do with his friends in his last 24 hours. Also, dazu hat sich Jesus entschieden, das mit seinen Freunden zu machen in den letzten 24 Stunden. He washed his feet. Füße waschen. That is not what I would do. Ist nicht, was ich machen würde. And then after he washed his feet, he had this real intimate meal
with his friends for the last time. Und nachdem er ihnen die Füße gewaschen hat, hat er diese total persönliche, intime Zeit mit ihnen während diesem Mahl, während diesem Essen. And he says, Und er I've sagt- really looked forward to eating this meal with you. Und er sagt, ich habe mich richtig darauf gefreut, dieses Mahl, dieses Essen mit euch zu haben. I'm not going to do it again Ich werde das nicht mehr until machen. the kingdom of God finds its fulfillment. Bis das Königreich Gottes Vollkommenheit findet. And then he did something that they weren't expecting at all, Und dann right? macht er was, was sie überhaupt nicht erwartet haben. Okay? He takes a cup and he Er gives nimmt- thanks for it. Er nimmt so einen Kelch und so einen Becher und sagt, danke dafür. And then he takes some bread and he breaks it and gives it to him. Und dann nimmt er Brot und bricht das auseinander und gibt ihnen das. And he says, this is my flesh. Und sagt, das ist mein Fleisch, This is my blood. das ist mein Blut. Do this in remembrance of me. Tut das und erinnert euch dabei an mich. You see, this veil was ripped, Wisst ihr, dieser Vorhang, der war aufgerissen. not by human strength. Nicht von menschlicher Kraft. It was ripped by Jesus' blood and his flesh. Wurde aufgerissen durch das Blut Jesu und durch sein Fleisch. Don't ever forget that. Hey, vergesst das niemals. Okay, that because of the blood, because of his flesh, because of his 33 years on earth, we can walk through there freely. Denn wegen seinem Blut, wegen seinem Fleisch, wegen seinen 33 Jahren hier auf der Erde können wir jetzt hier durchgehen. Every time we do it, we proclaim his death. Jedes Mal, wenn wir das tun, dann proklamieren wir, dann sprechen wir aus, dann erinnern wir uns an seinen Tod. Because what we're saying is, this is our greatest victory. Weil das, was wir sagen, ist, das ist unser größter Sieg. His death is our greatest victory. Sein Tod ist unser größter Sieg. And that is supposed to be something that we remember all the time. Und das ist etwas, wo wir uns ständig daran erinnern sollten. This is not something you remember just on a Sunday morning. Das ist nicht nur was, wo man sich an einem Sonntagmorgen dran erinnert. This isn't something that you remember just when you see a piece of bread and some wine. Oder das ist nicht nur was, wo du dich daran erinnern sollst, wenn du so ein Stück Brot siehst und ein bisschen Wein. His flesh and his blood and his death should be something that touches every part of our life. Sein Blut, sein Fleisch, sein Leben sollte etwas sein, das jeden Bereich unseres Lebens berührt. Can the story of someone who died for you, touch every one of your relationships? Kann die Geschichte, dass es jemand für dich gestorben ist, alle deine Beziehungen, die du hast, verändern? Because you see, I think this meal wasn't just something that Jesus was saying, hey, remember my pain. Weil ich glaube, dass diese Mahlzeit nicht nur etwas war, wo Jesus gesagt hat, hey, erinnere dich an meinen Schmerz. He wasn't saying, hey, don't forget me after I'm gone. Hey, und er hat nicht gesagt, hey, vergesst mich bloß nicht, nachdem ich weg bin. I think this story was a battle cry from Jesus. Und ich glaube, dass diese Geschichte hier ein Kriegsschrei von Jesus war. It's something where he is calling us to join him. Es ist etwas, wo er uns zu aufruft, dass wir mitkommen. He's saying, don't forget my death. Wo er sagt, hey, vergiss nicht meinen Tod. Because I am setting an example for the way I want you to live. Weil ich setze ein Beispiel für dem, wie du leben solltest. Paul says this. Paulus sagt Folgendes. He says, I no longer live, but Christ lives in me. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. And that should be our response to this intimate meal. Und das sollte unsere Reaktion sein auf dieses intime, persönliche Mahl. That we realize that life isn't about us. Dass wir verstehen, dass das Leben sich nicht um uns dreht. It's about him. Es geht um ihn, That he lives. dass er lebt, That he lives through us. dass er durch uns lebt. That we lay down our junk and our desires and the things we want. Dass wir unseren Müll und unsere Wünsche und alles, was wir wollen, hinlegen, So that he can live through us. sodass er durch uns leben kann. So that what people experience is Jesus and not us. Sodass das, was Menschen erfahren, Jesus ist und nicht uns. This Last Supper is meant to be an invitation to us. Wisst ihr, dieses letzte Mal, das sollte eine Einladung sein für uns. He's saying, join me. Hey, macht mit. Live the way I lived. Lebe so, wie ich gelebt habe. Lay down your life. Leg dein Leben hin. Wash people's feet. Hey, wasch die Füße von anderen Menschen.
Die to your stuff so that I can live through you. Sterbe zu deinem Zeug, damit ich durch dich leben kann. Maybe there's some practical ways that God wants to speak to you this morning about what that is for you. Vielleicht gibt es auch so ein paar praktische Sachen, wie Gott mit dir reden will. When we looked at Jesus' life as a Lego man, Als wir das Leben Jesu angeschaut haben als Lego-Mensch, we see that his whole entire life was sacrificed, not just this last day. wir sehen, dass sein ganzes Leben geopfert wurde, nicht nur dieser letzte Tag. And if we're saying that he was human, Und wenn wir sagen, dass er menschlich war that's what God is showing us this week, that Jesus was a human. und nicht nur menschlich, sondern Mensch war, und das ist ja das, was wir zeigen diese Woche, dass er Mensch war. And he lived a life of total sacrifice. Und er hat ein Leben gelebt von totaler Hingabe, totalem Opfer. In what areas of your life is God saying, I want you to totally sacrifice yourself to wash other people's feet? In welchem Bereich in deinem Leben sagt Gott von dir, ich will, dass du als totales Opfer lebst, dass du einfach alles hinlegst, dass du die Füße anderer Menschen wäschst, To stand in the presence of God, damit du dann in der Gegenwart in Gottes stehen kannst. not striving to be better, Nicht, weil du danach kämpfst, besser zu sein, but out of our intimacy in the presence of God, the overflow is a desire to be with Him. sondern aus dieser intimen, persönlichen, dichten Gegenwart mit Gott ist das, was rausfließt, ist das, dass wir mit ihm sein wollen. The overflow of love for Him is wanting to serve Him and do the things that He has asked us to do. Und diese Liebe, die er in uns hineingießt, das, was dann wieder rauskommt, ist das, dass wir anderen dienen wollen und dass wir das tun, was er will, dass wir tun. We don't do the things to get in His Wir presence. tun nicht die Sachen, um krampfhaft irgendwie in seine Gegenwart zu kommen. We're in His presence, Wir sind in seiner Gegenwart and out of the overflow, und aus dem Überfluss He changes us. His kingdom comes in us and all around. verändert er uns. Sein Königreich kommt in uns und um uns herum. Let's stand together again. Lasst uns aufstehen zusammen. Before I let you go, Bevor ich euch gehen lasse, I have one more thing that you may think to yourself. habe ich noch eine Sache, die ihr euch mal überlegen solltet. You may think, okay, I'm gonna be in the presence of God. I'm gonna get going with that. Oder die du vielleicht schon mal überlegt hast. Vielleicht denkst du, ja, ich gehe in die Gegenwart Gottes. I'm gonna understand that He's with me, that He's talking, that He wants to use me. Ich verstehe das, dass er mit mir ist, dass er mit mir reden möchte, dass er mich nutzen möchte. But what they don't understand is that I'm not really in very many situations where I can serve people. Aber was die da reden, überhaupt nicht verstehen, ist, dass ich nie in die Gelegenheit komme, jemandem zu dienen. That's kind of fine because Jesus, He went around and that was kind of His job. He had to go up to people and be nice to them. Okay, Jesus, der hatte ja die Aufgabe, es war sein Job, dass er hingeht und Leuten hilft und dass er ihnen nett gegenüber ist. But I'm not really I'm just in school and I'm just in my life. I'm not really in those situations. Aber in meinem Leben und in der Schule komme ich nicht wirklich in diese Situationen hinein. God is calling every one of us to live that life of sacrifice the same way Jesus did. Gott beruft jeden Einzelnen von uns, dieses Leben der Aufopferung zu leben, das Jesus gelebt hat. And you encounter people all day, every day, who you can sacrifice for, who you can bring the kingdom to. Und jeden Tag triffst du Menschen, begegnest du Menschen, denen du Opfer bringen kannst. So to help us remember that today, Und hilf uns, damit wir uns da Here's besser what we're erinnern gonna können dran. Das werden wir tun. we have these cute little bouncy balls. Wir haben hier die kleinen Flummis. They're little smiley faces, Die haben auch kleine Grinsegesichter drauf. cute little guys. We have a few hundred of these. Wir haben ein paar hundert davon. We want them going around all of us all day. Und wir wollen, dass die den ganzen Tag hin und her hüpfen. If you, like this, yeah. If you get hit by one, Wenn du von einem getroffen wirst, you grab it dann nimmst du den and you throw it at somebody else. und dann schmeißt du den auf jemanden Yes. anderen. No hurting. No hurting anybody. Aber ihr dürft euch nicht dabei verletzen. But here's what I want you to remember as you do it. Und erinnert euch an Folgendes, während ihr das tut. That you are encountering people all day who you can serve and love. Dass ihr den ganzen Tag lang Menschen begegnet, denen ihr dienen Who you könnt can- und die ihr lieben könnt. You can wash their feet. Dass du ihnen die Füße waschen kannst. Yeah, and you can serve them
Und du kannst ihnen dienen You can put them before you. und du kannst sie höher stellen als dich selber. So never say that you're not in those situations because you're meeting people all day. Sag niemals, dass du in diese Situation nicht reinkommst, weil du jeden Here we Tag go. immer wieder Leuten begegnest. Let's get them going. Do you want to throw some, Mel? Ja. Okay, have a great day. Habt einen wunderschönen Tag.